Hi guys, today it will be 2 pages for one, again 2 projects, and starting, or I will do them both here in my journal, but starting with an autumnly page. It is pumpkin theme page, and the second one, very quick one, I will surprise you. You have to wait for that. So I use very thin and light watercolor paper here. That's handmade watercolor paper, and I like to use it in this journal. I don't want to bulk it up too much, so that's why it's perfect for this journal. I have to remove already a few pages out of that journal, even though I try to stay away from bulky stuff. It is already a bit bulking up. So I had to remove some pages out of that. So starting to draw, and it's a pumpkin, of course. Hallo ihr Lieben, heute gibt es 2 Projekte, und das letzte oder das zweite ist noch ganz kurzes. Deswegen, dieses hier war jetzt auch nicht so lang und das andere war einfach zu kurz, um es alleine als Video zu stellen. Deswegen kriegt ihr heute 2 Projekte. Und bei beiden arbeite ich hier in diesem Journal. Und fange hier an mit meinem herbstlichen Thema, mit einem Kürbis. Und habe, der Hintergrund war ja schon da, das ist so ein teegefärbtes Papier, ganz dünnes Papier, was ich benutzt habe. Einfach ein Kopierpapier, glaube ich, ist das. Ganz billiges, einfaches Kopierpapier. Das habe ich mal mit Tee gefärbt und da habe ich so einen ganzen Packen von. Und dann als Hintergrund eingeklebt. Zeichne, aber wie gesagt, ich wollte Aquarellfarbe benutzen, darum habe ich hier dieses ganz leichte und dünne Aquarellpapier benutzt, das ich eigentlich immer benutze für dieses Journal, weil ich das einfach nicht so dick haben will. Je mehr du da reinklebst, desto dicker wird es ja auch. Ich habe jetzt schon Seiten da herausnehmen müssen, weil es schon anfing zu dick zu werden, und obwohl ich mich zurückhalte mit Zeugs drauf, alles was ich so, also kein dimensionales Zeug, was ich drauf packe, aber trotzdem, ja. Okay, fange hier oder habe erst gezeichnet, dann mit meinem schwarzen Tintenstift über die Linien und benutze jetzt einfach nur Aquarellfarbe, um das Ganze zu kolorieren. Mehr nicht. Ganz simpel. You know, I started here. I just told you about my thin watercolor paper, and drawing with a graphite or with a pencil, and then using a black ink marker just to get strong lines, and then I start with the watercolor and having fun colorizing my little pumpkin here. So my idea, of course, not at the moment. When you see the video, I think it's already December or so. I don't know. I have so many videos in advance at the moment, so you will see that late. But I made it in autumn, and around this time, we still have such a fantastic weather. It's so warm, but of course the leaves are colorful and falling, and all the pumpkins around, and that inspires me, of course, and my mind is full of that. So that's why I came up with this theme, I think. But yeah, so, and next thing, of course, it's a pumpkin is so freaking easy to draw. That's another reason. Can't be honest. So, blending everything out a bit. I had to go over the lines because they got a bit thin, using all that watercolor on top of it. So just going over it again. And you see my head. Nice back head, yeah. And on the left, I will just put some journaling collage elements on top of each other,
balance it nicely out and that's it then. Ich habe dann hier nochmal, ich musste nochmal über die Linien drüber gehen, die Aquarellfarbe hatte das ein bisschen ja, ausgedünnt, also nochmal drüber. Und jetzt auf der linken Seite fange ich dann an mit meinen Journaling-Elementen. Das ist jetzt ja hier dieses Heft, diese Klatte, die ich von meiner Großmutter habe, aufbewahrt habe. Da hat die ihre Rezepte reingeklebt. Das sind die so Kalenderblätter. Kennt ihr die? Ihr kennt die bestimmt, wo du so einzelne Tage abreißt. Und dann auf der Rückseite, da war immer ein Rezept. Und das hat sie sich da hier jetzt reingeklebt. In dieses Buch, in dieses Haushaltsbuch, das sie ja immer geführt hat. Nur wenn das voll war, hat sie das genommen, um da ihre Rezepte einzukleben. Und ich finde aber diese Kalenderblätter so interessant. Irgendwie passen die ganz gut in mein Journal. Das ist ein gutes Journaling-Element, finde ich. You know, these are the composition books of my grandmother, her bookkeeping household books. When they've been filled, she used them as to hold the recipes she collected, especially this ones. I don't know if you know this calendar where you have the single sheets every single day you can remove, and on the reverse there was always a recipe, and she collected them and stuck them here into her household bookkeeping, household book, whatever. I quite liked this calendar pages, and I wanted to keep them. But under it, I found this one, another interesting element I can use in my journaling. Love it. But in this case, I will definitely use one of these calendar pages. So. And other bits and bobs I still have. That's a part of a postcard. I won't use that one, I think, but the written stuff, this stripe. What I'm trying here, I have this washi tape for ages. You know, it's my washi tape addiction. I have since forever. I have tons of washi tapes, you know that. And I will never, ever will I use them up in my life. So what I'm trying here, this squirrel and the hedgehog and everything, that is, yeah, it's quite good for the autumn theme. So I thought I use it, cut it out here with an X-Acto knife. You won't see me, or you won't see them again afterwards because I will remove them. I didn't like it actually. So. Because they're so seen through and you can see the pumpkin behind it and so that's why I remove them. Ich habe dann hier jetzt gesehen aus dem Washi Tape, ich habe ja tonnenweise Washi Tape, das ich nie wieder in meinem Leben verbrauchen werden kann überhaupt. Habe ich mir gedacht, da habe ich ja diese Tierchen, die passten so gut zum Herbst, habe ich gedacht, komm, die Katzen, die schneidest du mal aus hier mit diesem Messer und packst die hier mal dran. Aber irgendwie hat es mir nicht gefallen hinterher. Ihr werdet sehen, die sind dann weg irgendwann. Weil ich fand das doof, weil die sind so durchsichtig, dann kannst du den Kürbis dahinter sehen. Ich fand es irgendwie blöd. Also deswegen habe ich die am Schluss dann doch wieder entfernt. Einfach nur doof. Aber ja, aber das ist so meine Art, das ist mein Flow, den ich habe. Und dann gucke ich nochmal, nee, das gefällt mir nicht. Und ich kann ja alles wieder entfernen. Das ist ja auch das Schöne, wenn ich hier in diesem Art Journaling Style arbeite. Nichts ist in trockenen Tüchern oder nichts ist fixiert, solange ich das ändern kann. Und das ist immer alles, man kann alles ändern. Das ist kein Thema. You know, everything is fixable, is changeable, and I can change everything. And especially with art journaling, you know that. So. It was easy to remove my things. You can see them here, the animals, and yeah, I quite like it so much better. I use this bits and bobs of my postcards, leftovers with the written parts here, and glue them under my pumpkin, that it has a nice base. So, ich habe jetzt die Reste hier von dieser Postkarte mit dem beschrifteten Teil drunter geklebt. Dann hat es auch schön was, wo es drauf sitzen kann. Perfekt. 2 Fliegen mit einer Klappe.
Und dann schreibe ich noch so einen kleinen Auszug aus Rilkes Gedicht, Herbstgedicht, ähm, oben drüber, aber nur ein Auszug. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keins mehr und so weiter und so fort. Die meisten von euch kennen das, mussten wir alle in der Schule lesen, obwohl mussten. Ich liebe Rilke ja sehr. Für mich ist das jetzt nichts, wo ich sage, ich muss das lesen. Nein, ich liebe es. Aber eben so als Schüler hat man das ja schon nicht so gerne. Eben diese Gedicht rezitieren und beschreiben und ja. Okay, bisschen Herbst noch als Wort, stemple ich hier und da. You know, I'm stamping a bit of the word Herbst. It's autumn, means autumn. And I wrote on top in the background that is a part of a poem from Rilke, Herbst. It's about Herbstgedicht, autumn poem. So just my favorite bit, actually. But that's it, and that is the close-up already. So stay tuned. After this close-up, you will see the next one. So, das ist schon das Close-up und ihr werdet das nächste Teil jetzt direkt danach sehen. Auch wieder hier in diesem Journal arbeite ich und da geht es eigentlich um meine Großmutter und zwar mütterlicherseits. Ich habe ganz, ganz wenig Fotos von ihr, ganz wenig Dinge von ihr, obwohl sie mit uns gelebt hat. Aber alle ihre persönlichen Dinge, alle ihre Fotos waren mit meiner Tante. Und die hat die im Keller, die hatte so ein, ja, der Keller, das war so ein uraltes Haus. Und der Keller, das war einfach nur nasse Erde. Das war so ein Loch. Da hatte die Sachen alle gelagert und das war alles kaputt und verschimmelt und alle Fotos, alle Erinnerungsstücke. Also es war schon, ich habe mich da schon drüber geärgert, aber gut. Ja, wurscht. Also deswegen, ich habe ganz, ganz wenig Fotos von ihr und die ich habe, die halte ich ganz in Ehren, weil die kopiere ich dann auch nur, die benutze ich nicht als Original. Von meiner anderen Großmutter habe ich ja tonnenweise, oder Großeltern habe ich ja, auch die Urgroßeltern habe ich ja tonnenweise Material. Die haben ja wirklich alles aufbewahrt. Ich meine, gut, das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ständemäßig, sage ich mal. You know, I hear this double page is, yeah, it's about my grandmother. It's my mom's mother, you know, and even though this woman lived with us and I haven't got a lot of stuff from her, pictures, photos and personal belongings, because most of that stuff was with my aunt and she kept it in the cellar, and the cellar wasn't a proper cellar. It was just a hole in a ground, you know, and everything got wet there and moldy, and it was a shame, really a shame. So my grandmother was pretty disappointed. She was very sad about the pictures, actually, you know, and just have very few pictures from her, and I keep it and copy it. When I use it in my art, I just copy it because I don't dare to use it in the original, because no, I won't do that. So, and I keep this page pretty simple with China ink. You can see that here, and not a lot, bit scribbling. And because my grandmother, she was a farmer, yeah. She had a farm, working in a farm or working on that farm, but a very small one. So this drone you can see here, I've done that and wanted to use it, but then I didn't want to cut it out and glue it in. That wasn't right to me. I wanted to have a completely different layout, so that's why I started to draw it again, and it looked, of course, a bit different to what I did on watercolor paper, but doesn't matter. This little farmhouse, it was a part of a bigger farmhouse in the past, in the very past, and they had this bit of land and this little farmhouse. And this type of farmhouse we call here in Germany Kate, Kate, Kate. It is
it says everything about the way this house is, what what condition it is in here. Oh, by the way, the trees, you can see the way I make them. I do it very easy, just the trunk, and then I put a bit of ink on top, and I blend it out with my finger. So that's the easiest way to make some trees with inks. They're looking quite okay. It's not a masterpiece, but they're looking quite okay. You will see that in the close-up. Ich habe jetzt hier die Bäume und Büsche zum Beispiel, kann man sich ganz leicht machen mit Tinte, indem du die einfach mit den Fingern so ein bisschen verblendest. Dann hast du direkt was drauf. Ist, wie gesagt, kein Meisterstück, aber man hat was und es sieht okay aus. Man werdet also im Close-up dann auch sehen. Und so kann man sich da schon mal behelfen bei seinen Sketchen. Wollte ich nur mal so erwähnen. So, und die Art und Weise, warum ich diese Seite so mache mit dem Schwarz-Weiß, einfach nur, meine Großmutter war eine ganz einfache Frau. Sie war eine Farmersfrau. Die hatte so eine kleine Bauernhof. Und ihr wisst ja, diese ja, kleinen Farmhäuser oder Bauernhäuser, die nannte man auch Karte. Und das war's. Da war nichts. Das war ein ganz kleines, pisseliges Ding. Und ja, sie hatte halt so ein bisschen Land und hat eben so ein bisschen angebaut. Und ja, das waren Kriegszeiten und kurz nach dem Krieg war nichts zu essen da. Und die hat sich also dumm geschuftet, um ihre beiden Kinder eben durchzubringen. Und hier benutze ich eben einen Teil von dem Foto, einfach nur ihr Gesicht, weil ihr gebührt es eigentlich, der ganze Respekt, wie sie eben die beiden Kinder durchgebracht hat und was sie ihr Leben lang geleistet hat. Und im Prinzip, diese Frauen, denen hat man das nie gedankt. Ne? Ja, und die hat sich im Prinzip kaputt geschuftet. Die hat ja auch mit uns immer gelebt und die hat immer weiter, wir hatten ja auch Land und die hat immer noch weiter angebaut und ganz viel Gemüse dann da auch eingemacht. Also wir hatten auch im Winter immer tonnenweise eingemachtes Gemüse und ja, also das ist im Prinzip diese Seite komplett, ja, als Reminiszenz an meine Großmutter. So. Auch wenn manche jetzt sagen, die sieht aber nicht schön aus, die Seite. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, zu zeigen oder das Gefühl zu vermitteln, wer sie war und eben was sie geschaffen hat. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Sie war auch kein Bullshit-Typ, also absolut kein Bullshit. Und ja, das sagt's am besten aus. You know, that's what I just said. My grandmother, she wasn't a bullshitter, and that's what it says, you know. And she was a maker, and yeah, it's a reminiscent to her, this page. That's why I made it. And almost finished. A tiny bit of washi I couldn't resist in black and white, some stripes, and this word Karte, as I said, pronunciation is Karte. That's what you call this old simple farmhouses. So, and the close up, and you will see after that all the pictures, so stay tuned for that. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, wish you fantastic time, stay all healthy, and never ever forget to stay creative. Bye bye. So, ihr Lieben, das war's jetzt. Seht ihr noch die Fotos? Und ja, ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich auch riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch alle gut gehen. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.